Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an die Veränderungen, die bis Ende des Jahres vollkommen. Was darf ich weitergeben für das letzte Drittel? Sozusagen das Ende einer Ära. Das hatten wir nun auch schon öfters. So, was kriegen wir von den Intuitionskarten dazu? Bis Ende des Jahres. Oh, das Ende einer Ära und der Tod. Also irgendwas wird für immer gehen, wird keinen Bestand mehr haben. Das bedeutet dann für uns, dass wir uns von einem bestimmten Muster vielleicht auch verabschieden oder von einem bestimmten Lebenszyklus. Hier ist eben leider wieder große Transformationskraft. Ein neues Kapitel beginnt, ein altes ist vorbei. Veränderung pur, ein schlüpfender Schmetterling aus dem Kokon. Hier darf man auch gut für sich selbst sorgen. Das ist so wie, ich ruhe mich jetzt mal aus, weil ich weiß ja nicht, was noch kommt. Es ist eine große Wandelenergie im Prinzip, ne? Und man darf schon mal Pläne schmieden für das, was wir dann als nächstes tun wollen oder was unsere Sachen sind. Denn unten hier am Deck haben wir noch den Durchbruch. Das heißt, das, was hier zu Ende geht, fördert etwas anderes an die Oberfläche, was wir neu beginnen dürfen. So, dann schauen wir, welche Themen das betrifft im großen Blatt. Fürs Kollektiv natürlich, denkt immer dran, das ist niemandens eigene Legung. So, hier ist der Turm schon mal. Ja, wir sprengen irgendwie eine Mauer, irgendwas kommt wieder in Bewegung. Ich habe die Finanzen dabei. Die Finanzen liegen im Haus des Schiffes. Also hier ist so ein bisschen Expansionsenergie, Bewegung. Wir schauen vielleicht auch mehr drauf, wie wir langfristig Gelder generieren, wie wir uns Träume, ich sag mal, umsetzen, finanzieren. Hier zeigt sich eine größere Klarheit. Wenn wir jetzt mal gucken, hier ist das Haus des Sarges, nicht erschrecken, das heißt ebenso, etwas, was sehr unklar war, verschlossen oder nicht richtig greifbar, kriegt hier plötzlich eine sehr klare Qualität, eine Stärke auch. Ich habe den Ring hier im Haus des Baumes drin, das wundert mich jetzt nicht, denn hier geht ja irgendwas, was längere Zeit da war, zu Ende und kriegt sozusagen eine neue Phase mit eingehaucht. Hier sind Neubeginne, die Schnitte mitbringen. Klar, wir beenden hier was, ne? Das kann hier sehr überraschend, plötzlich und schnell kommen. Es ist von außen. Das Außen liegt im Haus der Vögel. Das heißt, es ist hier auch so ein bisschen Aufregung dabei. Das ist jetzt eben das, ne? Die Karte, das Ende einer Ära, sagt ja,
Fürchte dich nicht vor Veränderungen. Veränderungen und Wandel sind immer da. Und hier darf man sich noch ein bisschen an die Veränderung, die kommt, gewöhnen. Es betrifft jetzt zum Beispiel auch alle Themen im verbindlichen Bereich, im Beziehungsbereich. Irgendein Muster, das keine Gültigkeit mehr hat. Und die Veränderung, die sich hier noch komisch anfühlt, die spiegelt hier mit dem Schlüssel. Ne? Wir haben den Klee dabei. Der Klee legt sich ins Haus des Bären. Und wir haben in der Spiegelung das Schicksalskreuz mal wieder. Das schicksalshafte Glück, die schicksalshafte Person. Ich habe die Berufskarte hier sehr schön. Hier ist sie im Hause der Sterne drin. Also hier kann auch sein, dass etwas Berufliches sich sehr schön klärt, zum Abschluss kommt und man hier seine eigene Größe leben kann. Ich habe aber auch Kontakte, die hier wichtig sein könnten. Gute Auftraggeber, Leute, die mögliche Optionen haben für uns, um im beruflichen, im kleineren Bereich vielleicht auch was zu minimieren, was Stress bringt oder was ja einfach die Qualität hat, dass man eine Veränderung in dem kleineren Bereich hat, die sehr große Kraft hat. Das ist auch sehr passend. Ne? Der Sarg legt sich hier ins Haus der Veränderungen. Das ist Transformationsenergie pur. Umbrüche im beruflichen Bereich habe ich auch. Das Verlassen von Umwegen bei einer Suche im beruflichen Bereich. Das ist jetzt auch spannend. Ne? Wir haben hier das Kind im Haus der Wege drin. Also die Neubeginne, die hier plötzlich kommen, die Schnitte, die jeder macht. Das kann entweder unsere Kinder betreffen, die Häuslichkeit, Neubeginne mit irgendwelchen Gegenübern. Aber auch an sich, das, was sich neu generiert, hat viele Wege, viele Möglichkeiten sozusagen und liegt hier in der Linie auch äußerst schön. Es können mehrere Bereiche sein. Diese Bereiche vermindern einen Konflikt, vermindern Herausforderungen auch und nehmen Schattenthemen weg. Zugleich ist es so, dass ein emotionaler Umbruch da ist. Wir haben hier im Haus des Herzens den Mond drin, da ist viel Gefühl, da ist viel Emotion. Der hat hier auch mit dem Umbruch an sich zu tun. Das gibt's doch nicht. Und jetzt legt sich der Baum hier ins Haus der Ringe. Ne? Hier haben wir im Haus des Baumes den Ring drin. Alle Doppeldeutung. Entscheidungen und Wege, die das ganze Leben betreffen. Ich habe aber hier auch Weggefährten. Ich habe uns selber im Hause der Nachrichten drin. Wir schauen direkt auf diese Wege drauf. Die Wege, die hier liegen, liegen auch noch im Haus des Buches drin. Ne? Hier darf man noch mit Überraschungen rechnen, auch mit überraschenden Personen oder Kontakten. In unserem Haus liegen die Blumen drin. Im Haus des Gegenübers liegt das Schiff drin. Es kann hier für viele auch eine Wende im Beziehungsbereich sein oder im Bereich der Freundschaften. Ich habe schicksalshafte Weggefährten irgendwie dabei. Ne? Es kann auch sein, dass man hier gute Unterstützung hat, gute Angebundenheit an das Umfeld, Freundschaften, Familie, Zusammenhalt irgendwie. Wir dürfen mit Überraschungen rechnen hier. Tatsächlich, wenn ich sie hochspiegle, haben sie was mit dem Geld zu tun und eventuell mit unseren Kindern oder mit Freundschaften, die wir so pflegen. Die Familienkarte liegt im Haus der Sonne drin. Das sind Wege, die alle betreffen.
Für einige kann es hier ein Umbruch sein, tatsächlich im Liebesleben. Ich habe hier die Liebe im Haus der Arbeit drin, hier mit dem Neubeginn, hier mit der Sonne drauf. Hier sind Personen zu sehen. Es kann auch sein, man hat eine schwierigere Phase im Beziehungsleben beendet oder man trifft hier jemand ganz Neues und kommt raus aus der Stagnation des Alleineseins. Auch das ist möglich. An sich sieht man noch sehr viel, dass wir Hindernisse, die uns auf der Herzebene liegen, spüren, dass wir daran arbeiten oder dass wir versuchen, diese Hindernisse zu überwinden. Es kann jetzt auch sein, das betrifft ein Hindernis mit dem Gegenüber, mit einer gegenüberliegenden Person. Auch wenn du sie noch nicht im Leben hast, kann das sein. Die Familienkarte liegt hier im Haus der Sonne. Hier kann ein ganz alter Schatten abgetragen werden. Das ist hier so eine Emotion drauf. Die ist unangenehm, die ist, ich sag mal so, herausfordernd immer wieder. Die verdrängt man auch ganz gerne mal. Aber hier ist eine große Chance, das in eine Harmonie zu kriegen. Für sich selbst, vielleicht auch etwas resilienter damit umzugehen. Es können natürlich auch Themen mit Eltern sein, wo plötzlich nichts mehr so ist, wie es war. Hier sind auch Wege, die neue Erfahrungen mitbringen im Leben, die unter einem guten Stern stehen, die Dinge wenden lassen, Kreisläufe beenden. Ja, die Geldkarte liegt hier im Bereich dessen, was die Familien an Geldern haben, jeder für sich und auch zusammen. Ich habe uns in der Spiegelung mit dem Buch im Haus der Familien drin. Da mag sein, da kommt man noch so manche Familiengeheimnis auf die Spur. Es ist auf jeden Fall ein Wissen, das uns weiterbringt, etwas, was ja die Resilienz enorm fördert. Und es gibt im Bereich der Kommunikation so Momente, wo ich denke, da muss man schon klar sprechen, damit man keine Missverständnisse hat. Oder es geht auch darum, Missverständnisse aus dem Feld zu räumen oder zu klären an sich. Etwas auszusprechen, was man noch nie gemacht hat. Oder da gehört auch dazu, dass man mal jemand eine Meinung sagt. Ich habe für die Selbstständigen hier sehr viel Bewegung, sehr viel langfristige Planung, die noch ansteht. Und hier habe ich so mit dem Haus im Haus des Turmes alles, was, ja, ich sag mal, stabile Energien mitbringt. Das ist nicht so dieses Hin und Her. Es kann natürlich auch sein, eine Phase wird hier beendet, in der man so ein bisschen schwankend war mit den Aufträgen oder es hat stagniert, es hat nichts geklappt. Das kann auch sein, dass das wieder mehr in Fluss kommt. Es geht vielleicht auch ein bisschen um die finanziellen Dinge, die entschieden werden müssen. Es kann um Häuser, Wohnungen, Immobilien mitgehen, Mietverträge, all dieses, häusliche Veränderungen, die dann mit den Finanzen zu tun haben. Wir sind trotzdem aufgefordert, bei allem, was mit den Finanzen zu tun hat, genau hinzugucken und im Prinzip kluges Vorgehen walten zu lassen.
Die Sonne liegt hier im Hause des Außens drin. Ne? Hier sind Umstände, die kommen von außen und bringen eine ganz frische Energie im Prinzip mit. Möchte ich mir das mal noch mal ein bisschen genauer angucken. Folge deinem eigenen guten Rat, Vertrauen in sich selber haben, wissen, was das Beste für einen ist. Und es gibt keinen Grund, Angst zu haben oder irgendwelche Befürchtungen. Wir haben immer wieder die Kraft, die wir brauchen. Man muss nur an diese Kraft auch immer wieder glauben. Und wenn wir sie brauchen, dann können wir sie hochholen. Das auf sich selbst hören, hier ist ja die Emotionalität eher hoch, ist hier sehr wichtig. Was hier auch sein kann, ist mal ganz oberflächlich betrachtet, dass sich hier ein neuer Freundeskreis irgendwie aufbaut, dass viele Menschen eventuell neu ins Leben kommen oder dass sich das Umfeld komplett neu strukturiert auf irgendeine Art und Weise. Es ist so Zeit, dass man Leute verabschiedet oder es gibt ja so Themen, da geht man zusammen und wenn das erledigt ist, ich habe das schon oft erlebt, dann trennen sich wieder die Wege. Aber das könnte alles ein Thema auch sein. Ja, be in the present. Sei im Jetzt, weil nach hinten können wir nicht mehr gehen. Wenn sich hier was beendet, dann gehört es der Vergangenheit an. Und wir haben hier noch Sorge dafür, dass es dir gut geht. Kreiere dein eigenes Glücklichsein und lass irgendwelche Konditionierungen los. Die könnten natürlich hier in dem Punkt liegen. Was mache ich, wenn etwas Altes nicht mehr greifbar ist? Ein altes Konstrukt, eine Situation, das kann überall sein, am Arbeitsplatz, in der Liebe. Hier sehe ich, dass wir auch viel an Dingen arbeiten, dass sie unserer Herzensangelegenheit entsprechen. Neubeginne, die hier mit der Sonne dabei sind, ne? Herzensprojekte. Es kann auch sein, etwas, was sehr stressig war, hört auf und wird hier zu einer Situation, wo mehr Energie verfügbar ist und mehr Harmonie auch. So, dann gucken wir noch, was die Seele uns hier sagen möchte für das letzte Drittel im Jahr. Die lichtvollen Wege. Auch wenn dein Weg über viele Stolpersteine führt, du wirst in eine neue Leichtigkeit gehen. Glück und Liebe sind dein Lohn. Also man kann fast schon sagen, hier kommt eine ausgleichende Gerechtigkeit für etwas. Wir lassen das so stehen. Ich möchte das jetzt nicht zerreden. Ich wünsche uns allen schöne Abschlüsse, schöne Neubeginne. Ich drücke euch bis zum nächsten Mal.